Hallo Freunde, Ende des 20. Jahrhunderts beschloss der talentierte italienische Ingenieur und Designer Angelo Investizi, inspiriert von wissenschaftlichen und technischen Einrichtungen, am Stadtrand von Verona ein außergewöhnliches Landhaus für seine Familie zu bauen. Das Gebäude ist eine nahezu identische Kopie eines Wohnmobils und dreht sich ganz nach der wilden Fantasie des Architekten. Ursprünglich sollte sich das Haus um 180 Grad drehen, doch bereits während der Bau- und Testphase wurde darauf ausgelegt, dass es sich um volle 360 Grad drehen lässt. Wir wissen nicht genau, wie Angels Freunde reagierten, als er seine Absicht ankündigte, ein um die eigene Achse rotierendes Haus zu bauen. Es wurde beschlossen, dass das Haus in der Nähe stehen sollte. In Verona wird die Villa von malerischen Hügeln und Orangenhainen umgeben sein. Der Bau der Villa im Rationalismus- und Art-Deco-Stil, inmitten eines wunderschönen Parks auf einer Fläche von 11 Hektar gelegen, begann im Jahr 19.129 und dauerte mehr als 4 Jahre. Zum Zeitpunkt des Baubeginns bei den Bauarbeiten konnte er auf die Unterstützung seines Freundes Romolo Carapazzi zählen, der ebenfalls Ingenieur war. Und dem Architekten Hector Farcalli ist es diesem Trio gelungen, ein großartiges Werk zu schaffen, sowohl ein sehr schönes Haus als auch ein technisches Wunderwerk. Das Konzept des Hauses basierte auf der modischen Strömung des Rationalismus. Im Sinne dieses Konzepts sollte der Mensch die Sonnenenergie bestmöglich nutzen. Daher war es notwendig, ein Haus zu bauen, das sich hinter der Sonne dreht. Die zukünftige Villa erhielt daher ihren Namen Girasole, was Sonnenblume bedeutet. Und so begann Angelo im Jahr 19.129 bis 1935 mit der Hilfe zweier gleichgesinnter Träumer, seinen Traum in die Realität umzusetzen. Er kümmerte sich um den ästhetischen Aspekt von Ettore Faioli, den er während des Ersten Weltkriegs kennenlernte und mit dem er sich anfreundete. Ihm ist es wohl zu verdanken, dass an der Fassadenverkleidung der festen, unbeweglichen Fundamente des Haupteingangs der runden Loggia mit Kolonnaden und der speziell gestalteten Innenräume der Villa einige Art-Deco-Elemente zum Vorschein kamen. Dabei handelte es sich um futuristische Elemente, die von der Luftfahrt inspiriert waren. Sie kamen in der grundsätzlich unterschiedlichen Fassade beweglicher Privatpersonen voll zum Ausdruck. Teile des Hauses waren zweifellos das Werk des Eigentümers selbst. Straße 1 Etage des beweglichen Teils wird als Tageszone bezeichnet. Es umfasst ein Esszimmer, ein Musikzimmer, das Arbeitszimmer des Meisters, eine Küche, eine Speisekammer und eine Toilette. Diese befinden sich direkt neben dem zentralen Turm. Die Schlafzimmer und Badezimmer befinden sich auf 2 Etagen und sind symmetrisch entlang jedes Flügels angeordnet. Lange Korridore führen von der Mittelachse zu den Fassaden des Gebäudes. In den Zimmern ist die Originalmöblierung erhalten geblieben, überall herrscht Komfort. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer und ein Ankleidezimmer. Die Anordnung des Innenraums der Villa Girasole ist so gestaltet, dass wir mehrmals am Tag einen Farbwechsel beobachten können, obwohl wir von den verschiedenen Flügeln des Gebäudes zu verschiedenen Tageszeiten immer einen anderen Blick haben. Die Ausrichtung folgt immer der Bewegung der Sonne, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Richtung des Hauses verringert wird. Alle Räume müssen über die gleiche Menge an Tageslicht bzw. Schatten verfügen. Der Bewegungsmechanismus des Gebäudes wurde von der Ingenieurin Romola Caracci, einem Mitglied der Gruppe, konstruiert. Beide Elemente wurden übernommen. Aus zerstörten Lokomotiven, Schienen und Fahrgestellen sowie Elementen aus dem Bereich der Elektrotechnik besteht die Villa Girasole aus 2 Teilen eines beweglichen zweistöckigen Bauwerks in Form des festen Buchstabens La, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Bewegung sicherzustellen. Die Villa befindet sich auf einem kreisförmigen Grundriss. Die Gesamthöhe dieses Bauwerks vom Boden des Schachts bis zur Spitze des Oberlichts im Turm beträgt etwa 42 Meter. Die symmetrischen Flügel des Wohnteils des Gebäudes bilden einen rechten Winkel. Es stellte einen beweglichen Wohnbereich dar, der sich über dem massiven zylindrischen Profil der Villa drehte. Der gesamte Bau von Häusern auf Stahlbetonfundamenten erfolgt auf eisenbahnähnlichen Rädern. Diese bewegen sich entlang der konzentrisch angeordneten Schienen des sogenannten Parterres, wobei jeweils die erforderliche Anzahl von Fahrgestellen von den Schienen bewegt wurde, die das Gewicht der einzelnen Hausabschnitte tragen mussten. Radiale Stahlbetonträger verteilen das Gewicht des Gebäudes gleichmäßig auf die Rotationsgeschwindigkeit des Fahrgestells. Sie wurde vom Ingenieur auf 4 mm pro Sekunde eingestellt, was eine vollständige Umdrehung in 9 Stunden und 20 Minuten ermöglichte.
Unter dem Wohnteil, der mit einem Türmchen abgeschlossen wurde, befand sich eine herbstliche Schicht, die die Bewegung des Hauses gewährleistete. Das Gesamtgewicht von Treppenhaus, Aufzugskabine, Wendeltreppe und Turm beträgt ca. 15 Tonnen. Von hier aus wird mit Hilfe eines Motors für die Drehung des Hauses gesorgt. Im beweglichen Teil des Hauses befindet sich ein manuelles Bedienfeld. Damit lässt sich die Rotation von Haus steuern. Die Inbetriebnahme der Sonnenblume war bei den Ingenieuren mit großer Anspannung und Nervosität verbunden. Es fand am 14.11.1913 statt. Dieses Ereignis wurde im Bauprotokoll verzeichnet. Zum ersten Mal wurden die utopischen Träume der Futuristen wahr. Das bewegliche Haus ist schöner als die griechischen Skulpturen der Virtuosen der Pfeilerbauten aus Stahlbeton. Luigi Nervi träumte davon, die Wohnung von Fesseln und Unbeweglichkeit zu befreien, und genau das gelang Angelo. Neben dem Treppenspiegel können wir den Turm auf dem Dach des Gebäudes oder den Leuchtturm als Krönung der Villa betrachten. 2 weitere Stockwerke über dem Dach befindet sich der Wohnbereich mit einer luftigen Metalltreppe. Licht dringt durch eine Lichtröhre im Turmoberlicht durch eine Vielzahl von Glaslinsen. Diese sind in einen Betonrahmen eingebaut, dringen bis tief in den Boden ein und beleuchten den Aufzugsschacht und die Stützmechanismen. Beim Entwurf seines Drehhauses hatte der Architekt mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen. Bei den Außenwänden experimentierte er mit neuen Materialien wie Faserzement. Sie begannen aufgrund der Vibrationen, die während der Rotation auftraten, zu reißen. Er verwendete ein Aluminiumblech anstelle einer Zementoberflächenschicht, und an den Innenwänden des beweglichen Teils aus Stuck traten kleine Risse auf. Diese Mängel mussten mit einer Plane abgedeckt werden. Der Investitionsingenieur führte alle Berechnungen selbst durch, einschließlich eines mobilen Schachts mit einem System aus Säulen und Plattformen, die die Last verteilten und diese Last auf eine Mobile-Stütze konzentrierten. Das Projekt des rotierenden Hauses wurde fertiggestellt 19.135. Es war damals ein großer Erfolg, so dass das Haus eine Staffel lang täglich gewechselt wurde. Diese exzentrische, teure und originelle Konstruktion des technischen Genies Angelo Interni entführt uns in eine antike und romantische Ära. Damals glaubte der Mensch an den schöpferischen Fortschritt und an die eigene Allmacht. Bis wann konnte sich ein europäischer Ingenieur solch exzentrische Bauprojekte leisten und wann war er in der Lage, ein so teures Spielzeug am Laufen zu halten? Aufgrund von Problemen mit dem Bodengrund und der Verschiebung der Stützachse ist die Villa Girasole derzeit leider nicht drehbar. Es ist in seiner repräsentativsten symmetrischen Position in Bezug auf den Haupteingang befestigt. Zu Beginn dieses Jahrtausends überließ Angelos Tochter Lydia die Villa der Architekturakademie in Mendrisio. Derzeit wird die Villa von einer Sonderstiftung, der Fondazione Il Girasole, verwaltet, die die Hoffnung darauf nicht aufgibt, möglich sein, Gelder einzusammeln für seine vollständige Rekonstruktion. Frau Lydia glaubte bis 2014, dass sich ihre Villa wieder drehen würde. Dank ihrer Sorgfalt waren die einzigartigen Innenräume der Sonnenblumen die ganze Zeit über in einem außergewöhnlich gut erhaltenen Zustand. Bis vor kurzem Möbel, Lampen, Geschirr, Tapeten, Gemälde, niedliche Schmuckstücke und Ornamente. Sogar die Laken. Laut der Besitzerin der Verben blieb alles wie in den alten Tagen ihrer Kindheit, als sie und ihr Bruder den nur zum Spaß das Haus durch wiederholtes Drücken des Knopfes umdrehten. Bis 2004 verbrachten die Menschen hier selbst den warmen Teil des Jahres vom späten Frühling bis September. Die Innenräume repräsentieren eine lebendige Schule des Art Deco-Stils. Leider wurden nach ihrem Tod zunächst die Möbel und die gesamte Ausstattung abgebaut, katalogisiert und verpackt, bis zu dem glücklichen Moment, als die Villa zurückgegeben werden sollte. Ihre Hauptfähigkeit besteht darin, sich hinter der Sonne zu drehen, und das sind alles Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like, schreibe einen Kommentar und bis bald wieder. Weil